Wir alle kennen die YouTube-Kanäle oder YouTube-Videos von Goldhändlern oder ehemaligen Goldhändlern, die uns jeden Tag hier neu den Weltuntergang prophezeien. Doom und Gloom, ein echter Doom-Scroll, wo man hinschaut. Finstere Minen von anderen Kommentatoren, die ich jetzt hier gar nicht nennen möchte, die dann passenderweise auch noch ihren Senf dazugeben. Ja, es ist sozusagen so, dass wir hier kurz vor dem Weltuntergang stehen und das Einzige, was man noch machen kann, um sich zu schützen, ist sein ganzes Vermögen zu liquidieren und in Gold zu packen. Da verdient natürlich dann auch der Goldhändler hier ein bisschen daran, aber das, so scheint es, sei die einzige Lösung, um noch zu retten, was es zu retten gibt. Nun, die Frage ist das wirklich so? Ist Gold tatsächlich hier die einzige heiligmachende Wahrheit, will ich mal sagen? Oder ist das alles nur eine Verkaufsmasche? Was hat es damit auf sich? Ich möchte zunächst Warren Buffett zitieren, der im Rahmen seiner Hauptversammlung, der legendären Hauptversammlung von Berkshire Hathaway 2019, folgende Geschichte erzählte. Er berichtete, wie er nach dem Zweiten Weltkrieg in jungen Jahren mit der Investmenttätigkeit begonnen hat. Damals hatte er nur rund $100. Damals hatte er nur rund $100 Vermögen. Ja, er war ein junger Mann. Und dies war eine Zeit, in der gerade die Staatsverschuldung der USA wegen des Zweiten Weltkrieges sehr, sehr stark angestiegen war. Natürlich nicht zu vergleichen mit der horrenden Staatsverschuldung, die heute in den USA existiert. Übrigens, seit dieser Zeit ist sie um mehr als 40.000% gestiegen. Nein, aber für viele Menschen war es schon damals sehr besorgniserregend und viele haben, wie auch heute, das Ende der Welt prophezeit und hier das Ende der USA vorausgesagt, sowohl Amerikaner als auch im Ausland. Und auch damals gab es viele Leute, die gesagt haben, das wird alles schiefgehen, kaufe Gold, kaufe Gold, kaufe Gold. Nun hätte Herr Buffett sein bescheidenes Vermögen von ungefähr $100 damals nach dem Zweiten Weltkrieg in Gold investiert, so hätte er zum Zeitpunkt der Rede 2019 beachtliche $4.200 in Gold nach heutigem Wert gehabt. Das ist aber natürlich nichts im Vergleich zu dem, was er selbst persönlich dann an Vermögen erwirtschaftet hat. Nun magst du sagen, nicht jeder ist ein Milliardär wie Warren Buffett, nicht jeder hat so viel Glück. Nein, aber man muss kein Warren Buffett sein. Hätte man zum damaligen Zeitpunkt einfach nur ganz normalen Aktien in Blue Chips investiert auf der amerikanischen Börse, hätte man 2019 fantastische $680.000 an Vermögen erwirtschaftet. Nun vergleicht das mal, wenn man das Vermögen konservativ in Gold angelegt hätte, weil man Angst vor dem Weltuntergang hat. Man hätte, wie gesagt, nur $4.200 gehabt. Also, was sagt dir dieses Beispiel? Trau niemals einem Goldhändler. Nun, auch ich bin absolut nicht gegen Gold. Ich selbst besitze auch physisches Gold in sehr kleinen Quantitäten. Ich finde Gold eine sinnvolle Anlage. Es ist keine Frage, dass Gold ein Geldspeicher ist. Der Wert von Gold entwickelt sich positiv und zwar parallel mit der Entwertung des Geldes nimmt der Wert von Gold zu. Aber Gold ist eben nicht die Antwort auf alles. Sehr selektiv sollte man in Gold investieren. Gold ist nämlich in gewisser Weise ja auch ein totes Investment. Du hast da zwar einen wunderschönen Goldbarren unter deinem Kopfkissen liegen, möglicherweise, aber was willst du wirklich damit machen, außer wenn die Welt untergeht oder wir in einer anderen ähnlichen Krise uns befinden? Eine Krise, die es, wie gesagt, seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat. Diese mag irgendwann kommen. Ich bin dort ehrlich gesagt auch eher pessimistisch, was so die Schuldensituation ausmacht. Das heißt aber nicht, dass du bis dahin eine Menge Geld anderweitig machen kannst, wie ja Warren Buffett gesagt hat. Auch Warren Buffett sagt, möglicherweise kommt irgendwann diese Krise, alles bricht zusammen. Trotzdem hat er in der Zeit bis dahin jede Menge Geld gemacht. Dieser Weg steht dir genauso offen. Was wären zum Beispiel Alternativen? Nun, Aktien haben wir ja bereits genannt. Aktien sind immer interessant. Wir reden natürlich immer hier
von einer langfristigen Perspektive, nicht dem Wunsch, hier kurzfristig zu veräußern, möglicherweise Aktien Jahre, Jahrzehnte zu besitzen, tatsächlich als eine langfristige Geldanlage. Was haben wir sonst noch? Auch Immobilien sind zum Beispiel durchaus interessant. Alleine Immobilien deswegen, weil du ja dort Mieteinnahmen generieren kannst. Das ist also ein aktives Einkommen, was du hier tatsächlich generieren kannst, denn Wohnraum wird immer gebraucht. Landwirtschaftliche Nutzflächen, auch diese bieten dir langfristige, attraktive und sichere Renditen, die ja durch die Lebensmittelproduktion erwirtschaftet werden. Menschen werden immer essen, die Menschheit wächst immer weiter, landwirtschaftliche Nutzflächen werden immer weniger, also eine interessante Rendite. Und selbst wenn dich das alles nicht interessiert, wie wäre es zum Beispiel mit einer Investition in Bildung? In deine eigene Bildung oder in die Bildung deiner Kinder, deiner Enkel. Du könntest ja zum Beispiel deine Kinder in eine Privatschule schicken. Das ist eine Investition, die sich für viele Jahre und Jahrzehnte auszahlen wird. Deine Kinder haben fantastische Karriereoptionen, werden fantastisch viel verdienen. Das wird die ganze Familie freuen. Also auch hier, wenn du jetzt selbst nicht groß anderweitig investieren kannst, ist doch die Investition in die eigene Familie oftmals die viel bessere Idee, als in einen toten Goldbarren zu investieren, den du dir unter das Kopfkissen legen kannst, aber der anderweitig für dich keine Frucht bringen wird und dich auch nicht glücklich machen wird, denn vom Anschauen alleine wirst du auch nicht glücklich werden. Zu guter Letzt denke ich auch, dass es wichtig ist, einen positiven Ausblick zu bewahren. Es bringt uns nichts hier, wenn wir uns laufend diese negativen Nachrichten reinziehen, der Goldhändler und Co., wenn wir uns hier vom Doomscroll nicht lösen können und wie gebannt hier auf den Screen schauen und uns immer weitere negative Nachrichten hier überfluten. Die Situation ist nicht so schlecht, wie es manchmal dort so verkauft wird. Und wie gesagt, denkt dran, es ist nur eine Verkaufsmasche. So schlecht kann es ja eigentlich gar nicht sein. Sonst wären ja diese Leute nicht alle noch hier. Also bleib positiv, schau positiv in die Zukunft. Natürlich, man muss realistisch sein. Es gibt sicherlich einige negative Entwicklungen. Die muss man sehr rational beurteilen. Da hilft es nicht, emotional zu sein. Vielleicht ist der Umzug ins Ausland der richtige Schritt für dich. Für mich wäre immer der richtige Schritt hier, die Besteuerung letztlich, soweit es geht, zu eliminieren oder zu reduzieren. Denn das ist doch bei weitem der größte Batzen, der uns hier auf der Geldbörse liegt. Hier füge ich jetzt noch hinzu, dass natürlich vielfach die tatsächlich interessanten Investment Opportunities, die tatsächlich interessanten Investmentgelegenheiten sich im Ausland bieten und nicht unbedingt in Deutschland. Insbesondere dann, wenn du hier noch die steuerliche Komponente mit dazu nimmst, dass du also sehr wenige oder gar keine Steuern bezahlst und somit natürlich dann dein Investment noch viel reichere Früchte trägt. Wenn dieser Weg also für dich ein möglicher Weg wäre, ins Ausland zu gehen, um von dort aus zu investieren, um von dort aus eine neue Zukunft aufzubauen, eine Zukunft vielleicht, wo du dein Vermögen auf ganz neue Wege absichern kannst und vor allen Dingen absichern kannst vor dem Zugriff des Staates, der meiner Meinung nach viel gefährlicher ist als eine mögliche Wirtschaftskrise, die irgendwann auf uns zukommt. Ich würde mich freuen, über dein Vorhaben im Ausland in einem Beratungsgespräch zu sprechen. Buch doch ein Beratungsgespräch. Den Link packe ich hier unten in die Beschreibung mit rein. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.